Ja, herzlich willkommen. Ich bin Jakob, Senfleben von Fachschaftsrat Sonderpädagogik. Wir haben das hier mit so ein bisschen organisiert, Hilfe auch von Isabel. Und wir begrüßen ganz herzlich Ajahn Brahm, einen buddhistischen Mönch aus ehemals England, der jetzt in Australien wohnt. Er wird sich auch gleich nochmal selber vorstellen. Genau, es geht jetzt um das Thema Buddhismus und Inklusion, Buddhismus und Behinderung. Erstmal ganz wichtig, wir nehmen das einmal auf, das Ganze, und werden das später bei Lecture to Go hochladen. Und wenn also jemand damit nicht einverstanden ist, dass man eventuell im Peripheren sein Gesicht sieht oder dann bei der Fragerunde später die Stimme hört, soll er sich melden, dass wir das entweder rausschneiden oder irgendwie gucken, dass es dann halt, dass das Recht am eigenen Bild nicht verletzt wird. Also wenn es halt irgendwer das nicht möchte, dass es hochgeladen wird, einfach bitte melden. Yeah, so we welcome you, Ajahn Brahm, to this discussion, to your lecture about Buddhism and disabilities. I guess we could say it like that. I just said that we're going to record this for lecture to go, and yeah, you already signed that it's okay to record it for the internet. And then I'd say yes, welcome and thank you for being here. So my background is I've been a Buddhist monk now for over 40 years. I used to be a Buddhist monk for 40 years now. Translated from Australia. Okay, ich bin seit 40 Jahren ein buddhistischer Mönch. Before I was a Buddhist monk, I was doing theoretical physics in Cambridge University. Und davor habe ich theoretische Physik studiert an der Universität Cambridge. I was a Buddhist even when I was a student. Und ich war als Student auch schon Buddhist. And I had a good friend who was a very strong Christian. Und hatte einen guten Freund, der ein sehr strenger Christ war. And when my friend told me that he was volunteering in the local hospital for mental health patients as a good act of compassion and charity, I thought I'd better volunteer as well. Und als mein Freund mir sagte, dass er im örtlichen Krankenhaus als ein Akt von Nächstenliebe freiwillig arbeitete, da dachte ich, das sollte ich vielleicht auch tun. I couldn't let the Christians outdo the Buddhists. Ich konnte nicht zulassen, dass die Christen die Buddhisten übertreffen. So I went with them and I was volunteering for occupational therapy ward for people with Down syndrome. Und ich ging mit und habe mit Leuten mit Down-Syndrom gearbeitet als Beschäftigungstherapeut. My Christian friends only went for 3 weeks. I went for 2 years. Und der christliche Freund ging da für 2 Wochen hin und ich für 3 Wochen und ich ging für 2 Jahre. But it wasn't because I was trying to do good. It was because I enjoyed myself immensely. Und es war nicht, ich tat es nicht deswegen, weil ich Gutes tun wollte, sondern weil ich das sehr genoss. Soon I developed a relationship with all the men and girls, women who had Down syndrome. They knew me. Und ich habe eine Beziehung aufgebaut zu den Männern und Frauen mit dem Down-Syndrom und sie kannten mich. One thing I discovered, they knew me better than I knew myself. Und mir fiel dann auf, sie kannten mich besser, als ich mich selber kannte. Sometimes I turned up there and I'd just broken up with a girlfriend. They knew straight away. Und einmal kam ich dahin und hatte gerade mich von meiner Freundin getrennt. Die wussten das auf der Stelle. They'd give me a big hug. Und sie haben mich in den Arm genommen. Now I had girlfriends, I wasn't gay, and this was in the 60s. To allow myself to be hugged by a man was very strange. Und ich hatte Freundinnen, ich war nicht schwul, das war in den 1960er Jahren. Und das fühlte sich für mich sehr seltsam an, von einem Mann umarmt zu werden. And it constantly surprised me how they could read my emotions so clearly. Und es hat mich immer wieder überrascht, wie sie meine Gefühle so genau verstehen konnten. And I say to this day, in my 2 years supposedly volunteering with Down syndrome patients, was where I learned my emotional intelligence. Und bis heute sage ich, dass ich in diesen 2 Jahren mit den Menschen mit Down-Syndrom meine emotionale Intelligenz gelernt habe.
Now, I was studying at Cambridge University, one of the best universities in the world, where people are incredibly intelligent. Und ich habe an der Cambridge-Universität studiert. Das ist eine der besten Universitäten in der Welt, also wo sehr intelligente Leute sind. But only intelligent in physics or chemistry or sociology. They had no intelligence at all about themselves. Aber die Intelligenz betraf nur zum Beispiel Physik, Chemie oder Soziologie, aber die Leute hatten keine Intelligenz über sich selber. And honestly, I preferred to be with those people with Down syndromes than with Nobel laureates. Und ganz ehrlich war es mir lieber, wenn ich bei diesen Menschen mit Down-Syndrom war, als bei den Juristen. The professors were a pain in the ass. The Down syndrome people were my friends. Well, this is English. Pain in the ass. That means very difficult. Also die Professoren waren schwer zu ertragen und die Menschen mit dem Down-Syndrom waren meine Freunde. Now that surprised me. Und das war überraschend. And of course, any of you who work with people with mental health problems know that they compensate. Whatever they lack in one area, they compensate by being incredibly skilled in other areas. Und wer immer mit Menschen mit geistigen Behinderungen gearbeitet hat, der weiß, dass sie ihre Defizite in einem Gebiet ausgleichen durch gewaltige Fertigkeiten auf anderen Gebieten. So what I learned is not to discriminate against people with mental health problems. Und das hat mich gelehrt, dass ich Menschen mit geistigen Behinderungen nicht abwerte. They couldn't do theoretical physics, but they could do emotional physics really well. Sie konnten keine theoretische Physik, aber emotionale Physik konnten sie sehr gut. So that tells us not to discriminate. Das lehrt uns, dass wir nicht diskriminieren sollten. And another way of looking at that is a little story I tell in many mental health conferences, which I'll tell you now. Und man kann es auch anders betrachten. Da gibt es eine Geschichte, die ich oft auf solchen Konferenzen erzähle, wo es um geistige Gesundheit geht. Und ich möchte sie dir auch erzählen. I start with another group of people who have got good mental health, but their social health is very sick. People in prison. Ich möchte über eine andere Gruppe sprechen, die geistig gesund sind, aber ihre soziale Gesundheit, die ist sehr schlecht. Das sind Leute im Gefängnis. I call that social ill health. Man kann das soziale Krankheit nennen. And when I first went to Australia, I volunteered to visit many prisons. Und als ich nach Australien kam, habe ich in der ersten Zeit viele Gefängnisse besucht. But I had a strong training in Buddhism. Und ich hatte damals schon ein intensives Training in Buddhismus. So whenever I went into a prison, I've been to many prisons, but never once have I seen a criminal. Und ich ging in viele Gefängnisse und jedes Mal, wenn ich in ein Gefängnis ging, habe ich dort nie Kriminelle gesehen. I've never seen a murderer or a thief or a rapist. Ich habe nie einen Mörder gesehen oder einen Dieb oder einen Vergewaltiger. All I've ever seen is a person who's done a crime. Alles, was ich dort gesehen habe, waren Menschen, die ein Verbrechen begangen haben. A person who's killed, a person who's murdered, a person who's raped. But I've never seen a rapist. Aber ich habe einen Menschen gesehen, der getötet oder gemordet hat oder der vergewaltigt hat, aber ich habe nie einen Vergewaltiger gesehen. You understand what I mean? Is the person is far greater than the crime for which they've been put in jail. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Mensch sehr viel mehr beinhaltet als das Verbrechen, für das er jetzt im Gefängnis sitzt. There's so many other things they have done in their life. Even so many things, other things they did in that day, apart from that terrible act for which they've been put in jail. Sie haben in ihrem Leben so viele andere Dinge getan und selbst an dem Tag, an dem das Verbrechen geschah, haben sie viele andere Dinge getan als dieses Verbrechen, für das sie jetzt im Gefängnis sitzen. So why call a person, define them for one very stupid, hurtful act? Warum sollte man einen Menschen definieren
für eine einzige dumme und schädigende Tat. So when I saw the person as well as the crime, then I could respect the people I met. Und wenn ich den Menschen genauso anschaute wie das Verbrechen, dann konnte ich diese Menschen auch respektieren. It was very difficult to respect someone who had sexually abused a child if I just looked at them as a pedophile. Es ist sehr schwer, jemanden zu akzeptieren, der ein Kind sexuell missbraucht hat, wenn man ihn einfach als einen Pädophilen betrachtet. But when I deliberately saw all the other parts of them, I saw there was something I could respect. Aber wenn ich mich bemühte, auch alle anderen Seiten an ihm zu sehen, dann konnte ich ihn respektieren. And that was a huge difference for those people in prison. Und das machte für diese Menschen im Gefängnis einen großen Unterschied. When I could see something in them which was worthy of respect, worthy of love, they started seeing it in themselves. Wenn ich in ihnen etwas sehen konnte, was respektswürdig wäre und liebenswert wäre, dann konnten sie auch anfangen, das selber in sich zu sehen. Those people in prison started to get self-respect. Und die Gefangenen begannen Selbstwertgefühl zu entwickeln. They put their crime into context. Und sie haben ihr Verbrechen in einem Kontext betrachtet. They did a bad thing, but they weren't bad people. Sie haben etwas Schlimmes getan, aber sie waren kein schlechter Mensch. And I got one of the best compliments I've ever received in my life when a prison officer called me at my monastery, phoned me at my monastery. Und eines der schönsten Komplimente, die ich im Leben bekommen habe, das kam von einem Gefängnisaufseher, der mich im Kloster angerufen hat. He asked me, can you please come back to my prison to teach? Und er fragte mich, kannst du bitte zum Gefängnis nochmal wiederkommen, um zu lehren? I said, I'm too busy, I have to go to Hamburg. Ich habe keine Zeit, ich muss nach Hamburg gehen. I'll send somebody else. Ich werde jemand anderen schicken. He said, no, we want you. Und er sagte, nein, wir hätten gerne Sie. Why me? Und warum nicht? And then he told me he'd been in the prison service as an officer all his life. He was soon to retire. Und er sagte mir dann, dass er sein ganzes Leben im Gefängnis gearbeitet hat und jetzt kurz vor der Pensionierung stand. And he noticed something very unique. Und es ist ihm etwas ganz Einzigartiges aufgefallen, He'd never seen this before. was er vorher nie gesehen hatte. That everyone who came to my class, once they were released, never ever came back to prison. Dass alle, die zu meinen Kursen gekommen waren, nach ihrer Entlassung nie wieder zurück ins Gefängnis kamen. That just made me almost cry. Und das brachte mich fast zum Weinen. Because I taught these prisoners self-respect, not to ignore the crime, but to see the other part of them. And that was enough when they were released to become a good citizen, get a good life, and never do those bad things again. Denn ich hatte diesen Menschen, diesen Gefangenen, Selbstwertgefühl beigebracht und nicht ihr Verbrechen zu ignorieren, aber auch neben dem Verbrechen wertvolle Seiten in sich selber zu sehen. Und das war genug, dass sie nach ihrer Entlassung gute Bürger geworden sind, die nie wieder so etwas getan haben, wie dieses Verbrechen. So, as I understand it, there are no such things as Down syndrome people. Und so wie ich es verstehe, gibt es auch nicht so etwas wie Down-Syndrom-Menschen There are no schizophrenics. oder Schizophrene There are no psychopaths. oder Psychopathen. All there are is people with schizophrenia. Es gibt nur Menschen, die Schizophrenie haben. People with Down syndrome. Menschen, die ein Down-Syndrom haben. People with psychopathic tendencies. Menschen mit psychopathischen Tendenzen. That simple change of perception changes the whole attitude towards mental health. Und dieser Wechsel der Perspektive verändert die gesamte Haltung, die man im Hinblick auf geistige Gesundheit hat. About 4 years ago,
I was invited to give a keynote speech at the Institute of Mental Health in Singapore. Vor einiger Zeit war ich eingeladen, einen Vortrag zu halten an einem Institut für geistige Gesundheit in Singapur. It was their 50th anniversary of their huge mental health campus. Und es war der 50. Jahrestag von diesem ganzen Campus. After my presentation, one of the professors came up to thank me. Und nach meiner Darstellung kam einer der Professoren zu mir, mir zu danken. He asked me to visit his unit, which was treating people with schizophrenia. Und er bat mich, seine Einheit zu besuchen. Er behandelte Menschen mit Schizophrenie. And I asked him, how do you treat schizophrenia in your unit? Und ich fragte ihn, wie behandeln Sie denn Schizophrenie auf Ihrer Station? He smiled and said, just as you had described in your talk, Ajahn Brahm, I do not treat schizophrenia. Und er lächelte und sagte genauso, wie Sie es gerade im Vortrag beschrieben haben, Ajahn Brahm. Ich behandle keine Schizophrenie. I treat the other part of the patient. Ich behandle die anderen Teile der Patienten. I know enough about the human mind to know how powerful that is. Und ich weiß genug über den menschlichen Geist, um zu verstehen, wie machtvoll das ist. But I had to ask him, what are the results? Aber ich musste ihn schon fragen, wie sind denn die Ergebnisse? And he said, much, much better than conventional treatments. Und er sagte, viel, viel besser als bei der herkömmlichen Behandlung. If you treat the schizophrenia, you are enhancing, supporting that schizophrenia. Wenn man die Schizophrenie behandelt, dann verstärkt man sie ja noch. You're giving it attention, giving it importance, and it grows stronger. Man gibt ihr Aufmerksamkeit und misst ihr Bedeutung zu und dadurch wird sie stärker. And you're forgetting about the other part of that person. Und man vergisst vollständig die anderen Teile dieser Person. And that other part of the person shrinks. Und die anderen Teile der Person, die schrumpfen. But by focusing and paying attention, giving importance to the part of that person which wasn't exhibiting symptoms of schizophrenia, that part grew. Und indem man diesen Teilen der Persönlichkeit Aufmerksamkeit schenkt, die keine schizophrenen Symptome zeigen, dann werden die stärker. And it squashed out the episodes of schizophrenia. Und die verdrängen die schizophrenen Episoden. Now that is groundbreaking, that is Buddhist, and that works. Und das ist etwas Bahnbrechendes und das ist buddhistisch und es funktioniert. So, for those of you who will have people with mental health issues in your classes, in your schools or in your companies, number one, don't focus on the illness, focus on the person. Und wenn ihr Menschen mit psychischen Problemen kennt, in der Klasse, in der Schule oder im persönlichen Umfeld, konzentriert euch nicht auf die Probleme, sondern auf den Menschen. You don't focus just on the symptoms of Down syndrome. Focus on the other part of them. Und konzentriert euch nicht auf die Symptome des Down-Syndroms, sondern auf die anderen Teile der Person. Because what you see in others is what they show back to you. Denn was wir in anderen sehen, das zeigen sie uns dann wieder. If you see the schizophrenia, then they will show it to you. Wenn wir die Schizophrenie sehen, dann werden sie die Schizophrenie zeigen. If you see their emotional intelligence, they will show that to you. Und wenn wir die emotionale Intelligenz sehen, dann werden sie uns das zeigen. Just as other people as well, if you are angry at a person and you see their anger, they will show it to you back. Und wenn wir, so geht es auch mit den anderen Menschen ja auch, wenn wir auf jemanden ärgerlich sind und wir zeigen den Ärger, dann werden sie uns das zurückzeigen. If you look at a person and see their kindness, they will show you kindness back. Und wenn wir eine Person betrachten und ihre Freundlichkeit sehen, dann werden sie uns auch Freundlichkeit zeigen. That's a natural law of psychology. Das ist ein natürliches Gesetz der Psychologie. So when you are with someone, do not stigmatize them.
Und wenn wir mit jemandem zusammen sind, dann sollten wir ihn nicht stigmatisieren. If they are someone with mental health problems, straight away you expect some mental health problems. Wenn wir jemanden vor uns haben mit geistigen Gesundheitsproblemen, dann erwarten wir, solche Symptome zu sehen. And you will get them. Und werden sie auch bekommen. What you look for, they show you. Das, was wir erwarten, das werden sie uns zeigen. So if you see these people come into your classes, into your offices, you look for the other part of that. Wenn solche Menschen also in unseren Unterricht kommen oder in unser Büro, dann wäre es gut, die anderen Teile von ihnen auch wahrzunehmen. When you don't stigmatize them by giving them that name. Und wir sollten sie nicht stigmatisieren, indem wir ihnen eine solche Bezeichnung geben. Then that's what they will show you, and you'll have a much better experience. Und das werden sie uns dann auch zeigen und wir werden viel bessere Erfahrungen machen. If you don't believe me, there's a very old experiment done in educational psychology. Und wenn ihr mir nicht glauben wollt, es wurde vor langer Zeit mal ein Experiment gemacht in Erziehungspsychologie. This was done in UK maybe 40 years ago. Und das wurde in England etwa vor 40 Jahren gemacht. In the school, there were 2 classes of the same year. Und es gab in der Schule 2 Klassen desselben Jahrgangs. Usually they would give an exam at the end of the year, and they would decide who goes into Class A, who goes into Class B next year. Und üblicherweise gab es am Ende des Schuljahres eine Prüfung und nach den Prüfungsergebnissen wurde dann entschieden, wer in die Klasse A kommt zum nächsten Schuljahr und wer in die Klasse B kommt. So 2 psychologists had permission to do this experiment. They gave the children the exam. Und 2 Psychologen hatten die Erlaubnis, dieses Experiment durchzuführen. Sie gaben den Kindern diese Prüfung. But they never published the results. Aber die Ergebnisse haben sie nie veröffentlicht. Only the principal and the 2 psychologists knew what was going on. Sorry? Only the principal, the headmaster, Okay. I think headmistress, I think it was, and 2 psychologists knew what was going on. Nur die beiden Psychologen und die Schulleiterin wussten, was da los war. They chose the child who came first and put them in the same class as the child who came 4th and 5th, 8th and 9th, 12th and 13th, 16th and 17th. And they put, okay, can you remember that? Und sie wählten das beste Kind mit dem besten Ergebnis aus und setzten es in dieselbe Klasse zusammen mit dem 4. und 5., 7., 8. und 9., 12. und 13. Und so weiter. The child who came second with the child who came third, 6th and 7th, 10th and 11th, they went in the other class. Und das Kind Nummer 2 und 3, 6 und 7, 10 und 11 und so weiter kamen dann in die andere Klasse. In other words, they split the 2 classes as evenly as possible. Das heißt, sie teilten die 2 Klassen so gleichmäßig wie möglich auf. And the headmistress chose teachers who she thought had equal ability. Und die Schulleiterin wählte auch Lehrer aus, von denen sie dachte, sie hätten etwa die gleichen Fähigkeiten. And they even chose classrooms which they thought had equal facilities. Und sie suchte auch Klassenräume aus mit den gleichen Gegebenheiten. They tried everything to make it as equal as possible. Und sie versuchten alles so gleich oder so ähnlich wie möglich zu machen. Except for one thing. Mit einer Ausnahme. They called one class A and the other one class B. Die eine Klasse nannten sie A und die andere nannten sie B. I'm sure even in Germany people think class A is always better than class B. Und auch in Deutschland denkt man, Klasse A ist immer besser als Klasse B. So some children went into class A and their parents thought, well, you've never done any work all year, but you've got into class A. Well done, son. Und bei manchen Kindern, die in die Klasse A kamen, sagten die Eltern dann, du hast das ganze Schuljahr nichts gearbeitet und trotzdem hast du es in die Klasse A geschafft. Das hast du gut gemacht. And another girl was put in class B and the parents said, no more hockey, no more tennis, you do more homework. Und ein anderes Mädchen, das in die Klasse B kam, zu dem sagten die Eltern, kein Hockey mehr, kein Tennis,
du musst jetzt mehr Schularbeiten machen. Even the teachers did not know, so they thought Class A should do better. They taught at a higher level than Class B. Auch die Lehrer wussten nichts von diesem Experiment und sie dachten, in der Klasse A sitzen die besseren Schüler und haben auf einem höheren Niveau unterrichtet. Even the children, though in Class A they thought they were better, and the Class B kids thought they were dummies, Dummkopf. Und auch die Kinder, die in der Klasse A waren, die dachten, sie sind besser und die Kinder der Klasse B dachten, sie sind Dummköpfe. The truth was they were all equal. Aber in Wahrheit waren sie alle gleich. But after 1 year at school, when they gave the exam for the next year, the children in Class A did so much better than the children in Class B. Und am Ende des nächsten Schuljahres gab es die nächste Prüfung und die Kinder der Klasse A schnitten so viel besser ab als die Kinder der Klasse B. Just as you would have expected if you'd chosen them from the top half the year before. Genauso wie wenn man das erwartet hätte, wenn man am Ende des vorigen Schuljahres sozusagen die obere Hälfte für die Klasse A ausgewählt hätte. What it proved is if you treat a person as a Class A person, they become a Class A person. Dieses Experiment zeigt, wenn man jemanden als einen Klasse A-Menschen behandelt, dann wird er ein Klasse A-Mensch. If you treat a person as Class B, they become Class B. Und wenn man jemanden als Klasse B behandelt, dann wird er Klasse B. Whether that's someone who is a refugee in Germany, or if they are someone with mental health, if you treat them as a Class B person, that is what they will become. Und jemand, der als Flüchtling nach Deutschland kommt, auch wenn er geistig gesund ist und er wird als ein Klasse B-Mensch behandelt, dann wird er das werden. Same with your friends and your colleagues. If you treat them kindly, they become kind people. Das ist genauso mit unseren Freunden oder Kollegen. Wenn wir sie freundlich behandeln, dann werden sie auch freundlich sein. But with people with mental health problems, it's how you look at them, how you treat them, is how they will behave. Und bei Menschen mit geistigen Gesundheitsstörungen ist es genauso. So wie wir sie behandeln, so wie wir sie betrachten, so werden sie. I was asked to tell a story about one of the monks in my monastery. Und ich wurde mal danach gefragt, dass ich eine Geschichte erzählen sollte über einen Mönch in meinem Kloster. Who is clinically diagnosed schizophrenic. Und der hatte die Diagnose einer Schizophrenie. So he's a schizophrenic who probably wouldn't get a job anywhere else in the world. Und mit dieser Diagnose bekam er nirgendwo eine Arbeit. He wanted to become a monk. Deshalb wollte er Mönch werden. So I invited him to try. Und ich habe ihn eingeladen, das zu probieren. Now, for many years, I always thought the worst people to especially meditate were schizophrenics, because once you get into your head, you can do all sorts of weird stuff as a schizophrenic. Und was mir aufgefallen ist, wenn Menschen anfangen zu meditieren und bei jemandem mit Schizophrenie, wenn man nach ihnen schaut, dann sieht man eine Menge verrücktes Zeug. But I taught him not mindfulness, which you may have heard about, but kindfulness. Und ich sagte ihm, versuche es nicht mit der Achtsamkeit, wie du das vielleicht schon mal gehört hast, aber kindfulness, das heißt eine freundliche Achtsamkeit. So that's mindfulness together with kindness. Achtsamkeit zusammen mit Freundlichkeit. So I taught him to be aware that his schizophrenia was not all the time, every day. They were episodes. Please be aware of the times you are not schizophrenic. Und ich sagte ihm, die Schizophrenie ist nicht zu allen Zeiten und immer da, sondern es gibt so Phasen und bitte pass mal auf die Phasen, wo die Schizophrenie nicht da ist. And don't judge yourself. I am a schizophrenic. You are not. You are a person. Und verurteile dich nicht, ich bin ein Schizophrener. Das bist du nicht, du bist ein Mensch. Who has episodes of schizophrenia? Und? Who has episodes of Ich bin schizophrenia? ein Mensch, der schizophrene Phasen hat.
So kindness is allowing all these things to exist. Und die Freundlichkeit erlaubt all diesen Dingen da zu sein. So don't try and get rid of your schizophrenia. Versuche nicht, deine Schizophrenie loszuwerden. Be kind to it. Manage it. Sei freundlich zu ihr und geh mit ihr um. But you will find another part of psychology. Whatever you try to get rid of, you pay attention to, and it gets worse. Und das ist ein anderer Punkt in der Psychologie. Alles, was man loswerden will, dem schenkt man Aufmerksamkeit und damit wird es stärken. There's a key story, I've already told it elsewhere in Hamburg on this trip, a key story which makes this very clear. Und eine Schlüsselgeschichte, die macht das sehr klar. The story of the monster who came into the emperor's palace. Das ist die Geschichte von dem Monster, das in den Palast der Kaiserin kam. I've told that story before, so I'm going to adapt it. About the monster who came into Hamburg University. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt, jetzt ändere ich sie ein wenig ab. Es geht um das Monster, das in die Hamburger Universität kam. And he walked right in to the main administration block of Hamburg University. Und das marschierte schnurstracks in den Hauptverwaltungstrakt der Hamburger Universität. And he sat in the chancellor's chair. You have chancellor, is that it? President? Ja, wie sagt man? Präsident. The president's Setzte chair. sich genau auf den Stuhl des Präsidenten. And as soon as the monster sat in the president's chair, all the security guards said, "Get out of here! You don't belong!" Und sobald das Monster auf diesem Stuhl saß, kamen alle Sicherheitskräfte und schrien es an: Mach, dass du hier wegkommst, du gehörst hier nicht hin. And the monster just grew an inch bigger, more ugly, more frightening, more offensive. Und daraufhin wurde das Monster einen Inch größer. Ich weiß nicht, wie viel Zentimeter das ist. Und es wurde noch hässlicher und noch abstoßender. And that made everyone upset. Other lecturers, other staff came in and said, "Get out of here! You don't belong. If you don't get out quick, we will call the SWAT team." Is that SWAT team? The people in big gear with guns when the terrorists attack. Yeah. In America it's called SWAT. Militär. Military. We'll call in the German army. Und es kamen noch andere Leute, die sich auch dann aufgeregt haben und haben das Monster angeschrien und haben ihn bedroht: Mach, dass du hier wegkommst, und wenn du nicht auf der Stelle verschwindest, dann rufen wir die Armee. Every more unkind word, unkind deed, unkind thought, that monster just grew a centimeter bigger, more frightening, more smelly, and more offensive. Und bei jedem unfreundlichen Wort oder jeder unfreundlichen Handlung oder jedem unfreundlichen Gedanken wuchs das Monster noch einen Zentimeter und wurde noch furchterregender und noch hässlicher und noch stinkender und noch schrecklicher. This had been going on a long time before the president came back. Und das ging so eine ganze Zeit weiter, bis der Präsident zurückkam. And the reason she was president, because she was the smartest professor in the whole of the University of Hamburg. Und der Grund, warum es war eine Präsidentin, warum sie Präsidentin war, der bestand darin, dass sie die schlauste Professorin von der ganzen Universität war. I did a quick count, there's more girls here than boys, so today the president is a girl. Ich habe schnell überschlagen, es gibt hier mehr Mädchen als Jungs, also war die Präsidentin eine Frau. So, the president was wise, saw this huge monster, and she knew what to do. Und die Präsidentin war sehr weise, sie sah dieses große Monster und sie wusste, was zu tun war. She said, "Welcome. Thank you for visiting our university. Why did you wait so long to make us a visit?" Und sie sagte: Herzlich willkommen. Es ist schön, dass du unsere Universität besuchst. Und warum hast du so lange gewartet, bis du jetzt mal gekommen bist? And those few kind words, the monster grew an inch smaller, less ugly, less frightening. Und mit diesen wenigen freundlichen Worten wurde das Monster gleich einen Zentimeter kleiner und weniger furchterregend und weniger hässlich. And
all the security guards and other professors and staff realized their mistake. Und die ganzen Sicherheitskräfte und die anderen Professoren und anderen Leute haben verstanden, was sie falsch gemacht haben. So they asked the monster, do you want anything to drink? Und sie Some fragten, tea, we have green tea, we have black tea, we have orange juice. What do you want to drink? sie boten dem Monster etwas zu trinken an. Möchtest du lieber Tee? Wir haben grünen Tee, schwarzen Tee, Orangensaft. Was möchtest du zu trinken? Would you like a chocolate biscuit? Hättest du gern einen Schokoladenkeks? Or even better, pizza. Oder eine Pizza, noch besser. Because pizza you can get in monster size. Pizza gibt es in Monstergröße. That's supposed to be for monsters. Das soll natürlich für Monster sein. And every kind act, every kind word, kind thought, the monster just grew an inch smaller, a centimeter smaller every time. Und bei jedem freundlichen Wort und jeder freundlichen Handlung, da schrumpfte das Monster gleich nochmal einen Zentimeter. Soon the monster was the same size as when he came in. But they kept on being kind. Und bald hatte das Monster wieder die Größe, mit der es hereingekommen war. Aber sie waren weiter freundlich zu ihm. Until the monster was so small that one more act of kindness and the monster vanished completely away. Und schließlich war das Monster so klein, dass es beim nächsten freundlichen Akt ganz verschwand. Now the main part of that story is in an ancient text taught by the Buddha. Und der Hauptteil dieser Geschichte steht in einem alten Text, den der Buddha gelehrt hat. And he called that an anger-eating monster. Und er nannte das ein wutfressendes Monster. It feeds on anger. The more anger you give it, the bigger and more of a problem it gets. Es ernährt sich von Wut. Je mehr Wut man ihm entgegenbringt, umso größer und schrecklicher wird es. Much of mental health issues are anger-eating monsters. Und viele geistige Gesundheitsstörungen sind solche wutfressenden Monster. Get out of here, you don't belong in my head, in my heart. Mach, dass du wegkommst hier. Du gehörst nicht in meinen Kopf oder in mein Herz hinein. And the problem gets bigger and more difficult. Und das Problem wird größer und schwieriger. So I told this man, anger-eating demon, be kind, it's your schizophrenia. Welcome. Und ich sagte zu dem Mann, das ist ein wutfressender Dämon. Sei freundlich zu deiner Schizophrenie und das wird keiner werden. And after 1 year, just preliminary training, he became a novice monk, now a full monk. He's been a monk for 6 years now. He's still training in Sri Lanka. Und nach einem Jahr vorbereitenden Trainings wurde er ein Novizenmönch und dann ein vollordinierter Mönch. Und jetzt ist er 6 Jahre lang voll ordiniert und er macht weiter sein Training in Sri Lanka. No one would ever know that he's clinically diagnosed schizophrenic. Und niemand käme auf die Idee, dass er klinisch mit Schizophrenie diagnostiziert. He lives a full, happy life Und er lebt ein ganz glückliches Leben. because he is treated with respect and he respects himself. Denn er wird mit Respekt behandelt und er respektiert sich selbst. As you all know, you should know, I do many talks on mental health. The biggest problem with mental health is not the disease, but the stigma. Und ich arbeite viel oder unterrichte viel bei Leuten, die im Bereich der geistigen Gesundheit arbeiten. Und das größte Problem ist nicht die Störung selber, sondern das Stigma. That's wonderful that we're having inclusion in Germany. Und es ist wunderbar, dass wir in Deutschland Inklusion haben. These are people who are not going to lessen the experience in your classrooms, but are going to enhance it. They're not going to lessen sort of the classroom experience, they're going to make it better. Okay, das sind also Menschen, die sorgen nicht dafür, dass die Erfahrungen in den Schulräumen schlechter werden, sondern besser. Where the people in your class are going to learn not to judge a person because of their gender, because of their age, because of their race, because of their religion, or even because of their mental health.
Denn die Schüler in der Klasse, die lernen, niemanden zu diskriminieren aufgrund des Alters, aufgrund der Religion oder aufgrund der geistigen Gesundheit. It's not their fault that they are born with Down syndrome. It's not their fault they have schizophrenia. Sie können nichts dafür, dass sie mit Down-Syndrom geboren sind. Und sie können auch nichts dafür, dass sie Schizophrenie haben. They are part of life. Sie gehören zum Leben dazu. And in order to understand what I mean, this is Germany and you love your forests, I'm going to now give you the simile of the forest. Und weil wir hier in Deutschland sind, um besser zu verdeutlichen, was ich meine, die Deutschen lieben ihren Wald und ich möchte jetzt gerne ein Gleichnis aus dem Wald geben. If you ever go and have a walk in the forest, you try and find a perfect tree for me. Wenn ihr mal im Wald spazieren geht und dann versucht ihr mal für mich einen perfekten Baum zu finden. One that is straight, not bent or crooked. Einen, der ganz gerade ist, nicht gebeugt oder krumm. One with all the branches in the right place. Bei dem alle Äste am richtigen Platz sind. One with leaves which haven't been eaten or got any bugs on them. Mit Blättern, die nicht angefressen sind oder mit irgendwelchen Flecken darauf. One whose bark has got no damage or scars on it. Und mit einer Rinde, die keine Schäden oder Narben aufweist. I say, if you can find such a perfect tree, you'll probably be walking in a government-planted plantation. Und wenn ihr so einen vollkommenen Baum findet, dann spaziert ihr womöglich in einer Anlage, die von der Regierung so gepflanzt wurde. Real trees in nature don't look straight. Die normalen, richtigen Bäume in der Natur, die sehen nicht so aus. In fact, the more bent, the more crooked, the more scars and damage is on the bark and on the tree, the more beautiful it looks. Tatsächlich ist es so, je krummer und gebeugter der Baum ist, je mehr Narben und Schäden an der Rinde oder überhaupt an dem Baum sind, umso schöner sieht er aus. It is the crooked trees are the ones I love the best in the forest. Und ich liebe die krummen Bäume am meisten im Wald. The damaged ones are the most beautiful. Die beschädigt sind, das sind die schönsten. So, if you yourself are damaged goods, sexually abused as a child, abandoned, cheated, or you have people in your class who are damaged goods, please remind yourself and them that you belong to the most beautiful trees in the forest. You're one of those. Und wenn ihr selbst so beschädigt seid, als Kind sexuell missbraucht oder krank oder I don't know all the examples again. Or the crooked, Yeah. that if anyone has got mental health problems, sexually abused as a kid, raped as a kid, fired, being hurt, beaten up. Verletzt, geschlagen, was auch immer, oder wenn ihr solche Menschen kennt aus eurem Umfeld, erinnert euch daran, erinnert sie daran, das sind die schönsten Bäume im Wald. If you are damaged, then you are one of the beautiful trees. Und wenn ihr beschädigt seid, dann seid ihr einer der schönsten Bäume. It changes the perception of yourself and those people with mental health issues who you live with. Und das verändert die Wahrnehmung von euch selbst oder von den Menschen mit geistigen Gesundheitsstörungen, mit denen ihr zusammenlebt. As a joke, I say, I'm sure that no one in Germany will walk in the forest with sandpaper and try and smooth all the trees up. Und ich mache gerne einen Witz und sage, dass kein Deutscher in den Wald gehen würde mit Schmirgelpapier und versuchen würde, alle Bäume glatt zu schmieren. You love the trees when they're bent and crooked and damaged. Und ihr mögt doch die Bäume, wenn sie gebeugt und krumm und ihre Schäden haben. So you learn how to love the people in your class who are schizophrenic, who are have Down syndrome, have AD, attention deficit disorder, whatever else they have. They are part of nature. They're beautiful. Let them in.
Und ihr könnt lernen, diese Menschen zu lieben, die Schizophrenie haben oder Down-Syndrom oder Aufmerksamkeitsdefizite oder was auch immer. And advise the other people in your class. Don't stigmatize them. These are not bad trees in the forest. These are nice ones. Und ihr könnt den anderen in eurer Klasse weitersagen. Das sind nicht Leute, die ein Stigma haben, sondern das sind die schönen Bäume. Die haben sind Teil der Natur und haben ihre eigene Weisheit. Where I learnt my Buddhism as a monk was in a village in the very northeast of Thailand. Wo ich als Mönch meinen Buddhismus gelernt habe, das war in einem Dorf ganz im Nordosten Thailands. No Western country had ever been there. Und kein westliches Land ist da jemals aufgekreuzt. And in some villages, I was the first white person they'd ever seen, ever. Und in manchen Dörfern war ich die erste weiße Person, die sie je in ihrem Leben gesehen hat. It was an indigenous, original culture. Es war eine original eingeborene Kultur, die dort herrschte. When anyone had any mental health issues, the way they were treated was so beautiful. Und wenn jemand irgendwelche geistigen Störungen hatte, dann war die Art, wie sie behandelt wurden, so schön. There's one girl I would never forget. She had mental health problems. She could not speak. Und ein Mädchen, an das ich nicht vergessen werde, hatte ein Problem, sie konnte nicht sprechen. She could only grunt. Sie konnte nur grunzen. But all the people of the same age who grew up with her in the village, they could understand what every grunt meant. Aber die Gleichaltrigen in ihrem Dorf, die haben genau verstanden, was jedes Grunzen bedeutete. It was an original language, Es war ihre eigene Sprache. which maybe only a dozen people could understand, her friends. Und es konnten vielleicht ein Dutzend Leute verstehen, das waren ihre Freunde. Whenever there was any party or celebration, these girls would all dress up, including her. Und wenn es irgendein Fest gab, dann haben sie alle schön angezogen und sie auch. They'd always take her along. Sie haben sie immer mitgenommen. She was 100% included. Und sie war 100% mit eingeschlossen. And as far as I could tell, she was content. Und soweit ich das beurteilen kann, war sie zufrieden. A little anecdote. In the temple where I was busy cleaning. It was my job to sweep the place. Und eine Geschichte, in dem Tempel, wo ich lebte, war es meine Aufgabe, den Ort sauber zu fegen. As I was sweeping, I was behind a cupboard when I heard someone creep in to the temple. Und ich war am Fegen hinter einem Schrank und ich hörte, wie jemand in den Tempel hereinkam. I thought it was a thief trying to steal the donation box. Und ich dachte, das ist ein Dieb, der die Spendenbox stehlen will. Why else would someone walk in so stealthily, like a thief? Warum sonst würde jemand so hereinschleichen, so leise wie ein Dieb? And I peered around the cupboard, and there was that girl. She'd come in by herself. Und ich schaute um den Schrank herum und dann sah ich, wie dieses Mädchen da hereinkam. And she was trying to make sure that no one saw her. Und sie vergewisserte sich, dass niemand sie sah. I was wondering what she was doing. Und ich fragte mich, was sie wohl tun würde. She put something down in front of the big Buddha statue. Und sie legte etwas vor die große Buddha-Statue. And she ran out. Und dann rannte sie raus. I went to see what she put down in front of the Buddha statue. Und ich ging nachschauen, was sie da hingelegt hatte vor die Buddha-Statue. It was a little paper flower she had folded herself. Es war eine kleine Papierblume, die sie selbst gefaltet hatte. It wasn't as beautiful as a professional could make, but for me, that was the most beautiful gift I've ever seen anyone give to the Buddha. Und sie war nicht so schön, wie das jemand Professionelles machen würde, aber für mich war es die allerschönste Gabe, die jemals jemand dem Buddha gegeben hat. She was embarrassed, and she was afraid that someone would see it and wasn't good enough for the Buddha. Und sie hat sich geschämt und wollte nicht, dass jemand das sieht und hatte Angst, es wäre nicht gut genug für den Buddha. And she did it herself.
Und sie hat es selbst gemacht. When all the monks came in, I told them, if anyone moves that flower, they're going to be in big trouble with me. I was going to protect that flower, that gift, as long as I could. Und als die anderen Mönche dann kamen, dann sagte ich ihnen, wenn jemand diese Blume anrührt, dann wird er mit mir Ärger kriegen. Und ich habe diese Blume, solange ich konnte, beschützt. You see so much beauty there, so much heart, so much emotional intelligence. Es steckt darin so viel Schönheit, so viel Herz und so viel emotionale Intelligenz. You don't judge the flower because someone can make it much better. You judge where it came from. Man beurteilt die Blume nicht danach, dass jemand vielleicht eine besten gemacht hätte, sondern man beurteilt sie danach, wo sie herkommt. So in your classes, they may not be able to write the best essay. They may not be able to paint the most beautiful artistic painting. But where it comes from is what makes it probably the most beautiful painting in the whole class. Und in eurer Schulklasse mag es vielleicht sein, dass jemand nicht den tollsten Aufsatz schreibt oder nicht die kunstvollste Zeichnung anfertigt, aber da, wo sie herkommen, wenn man das berücksichtigt, dann ist es vielleicht die schönste Zeichnung, die es überhaupt gibt. Now, before I finish, there's one other aspect, because it all sounds very good for me as a monk to teach this, but you have to work so hard and deal with people with such problems. Und vielleicht, bevor ich jetzt zum Ende komme, noch ein Gesichtspunkt. Es mag vielleicht so einfach klingen, dass ich als Mönch darüber spreche, aber ihr müsst damit arbeiten und mit diesen Problemen dann umgehen. It's hard enough as it is, dealing with ordinary Buddhists, with ordinary German boys and girls in a school. That's enough to drive you crazy. Es kann schon reichen, dass man verrückt wird, wenn man mit den normalen Mädchen und Jungen in Deutschland in der Schule umgehen muss. Actually, before I became a monk, I was a teacher in a high school in England. Und tatsächlich ist es so, dass ich, bevor ich Mönch wurde, auch Lehrer war an einem Gymnasium in England. That's one of the reasons I became a monk. I couldn't stand it any longer. Einer der Gründe, warum ich Mönch geworden bin. Ich habe das nicht länger ausgehalten. Being with teenagers all day, or that was hard. Den ganzen Tag zusammen sein. So the last little piece of advice is teaching you how to deal with the stress of working with inclusion. Und der letzte Rat, den ich hier noch geben möchte, ist, wie geht man mit dem Stress um, wenn man mit der Inklusion arbeiten will. I've taught this already in the classes. I taught this in Harvard Business School, taught this in Imperial College, taught this on the internet. How heavy is my glass of water? Ich habe das schon an vielen Stellen gezeigt, was ich jetzt mache. Wie schwer ist dieses Glas Wasser? The longer I hold it, the heavier it feels. Je länger ich es halte, umso schwerer fühlt es sich an. After another 30 seconds, I will be in pain. Nach ein paar weiteren Sekunden werde ich Schmerzen haben. After another minute, I'll be in agony. Und nach einer Minute, da halte ich es nicht mehr auf. After 5 minutes, I'll be in extreme agony and a very, very stupid monk. Und nach einer Viertelstunde wird es mir sehr schlecht gehen und ich bin ein ganz dummer Mönch. What should I do when this gets too heavy to hold comfortably? Was soll ich tun, wenn das zu schwer wird, um es bequem zu halten? You put it down and take a rest. Man stellt es hin und macht eine Pause. Just have to put it down and rest for maybe 30 seconds. Wenn ich es hinstelle und mache eine Pause von vielleicht 30 Sekunden. And now when I pick it up, honestly, it feels much lighter now. Und wenn ich es jetzt wieder hochhebe, dann fühlt es sich ganz ehrlich viel leichter an. This is the secret of dealing with stress. Das ist das Geheimnis, um mit Stress umzugehen. Stress has nothing to do with how heavy the glass of water is. Stress hat nichts damit zu tun, wie schwer das Glas Wasser ist. Has everything to do with not knowing how to put it down when your workload gets too uncomfortable to bear. Sondern Stress kommt davon, dass man nicht weiß, wie man es hinstellt, wenn die Arbeitsbelastung zu schwer wird. So, if you are working in a school or other institution
and you feel you're getting stressed out, find time out. Wenn ihr also in einer Schule oder in einer Einrichtung arbeitet und ihr fühlt euch sehr gestresst, dann sucht euch eine Pause. One of the great places to meditate, to have time out, is in the toilet. Einer der besten Plätze, um zu meditieren oder sich eine Auszeit zu nehmen, ist die Toilette. It's the one place in this university where people will not disturb you. Das ist der Platz in der Universität, wo man nicht gestört wird. And if you want to stay there for 10 minutes, just say you have constipation. Und wenn ihr mal 10 Minuten dort bleiben wollt, dann sagt einfach, dass ihr Verstopfung habt. And stay in there till you feel relaxed. Und bleibt so lange dort, bis ihr euch wieder entspannt fühlt. Then you can go back to work and you'll find you have no stress because you have rested. Und dann geht ihr zur Arbeit zurück und ihr werdet sehen, dass ihr keinen Stress habt, weil ihr ein bisschen ausgeruht seid. And you can be a far more effective teacher, leader, person, friend once you've rested. Und ihr könnt ein sehr viel effizienterer Lehrer oder Führungsperson oder Freund sein, weil ihr ausgeruht habt. And you can tell that to your students and you can practice that now. If you have to write any assignments for this class, have you ever been in front of that computer and just nothing is coming out? Und ihr könnt das euren Schülern auch sagen. You can't produce, you can't create because you're too tired. Okay. Produktiv. Wenn man nicht produktiv ist und keine Gedanken kommt, wenn man nicht schreiben möchte. Genau, ist es schon mal gegangen, dass ihr vor dem Computer gesessen habt und es kam nichts raus. Und wenn man nicht produktiv ist und es kommen einem keine Gedanken, so geht es einem dann. Please stop pushing your brain when you're trying to finish something for the class. Relax, listen to some music, go for a walk, meditate if you can, but please put the glass down. Versucht nicht euer Gehirn zu zwingen, etwas zu produzieren, was ihr für die Schule noch vorbereiten wollt, sondern hört ein bisschen Musik, geht raus, macht eine Pause, stellt dieses Glas Wasser einfach ein bisschen ab. You may think, I can't take a rest, I've got to finish this in 3 hours. Vielleicht denkt ihr, ich kann mir keine Pause erlauben, ich muss das in 3 Stunden fertig machen. You find, like everybody finds, if you rest for say half an hour, you get 3 hours work done in 2. Die Erfahrung zeigt, wenn man, sagen wir mal, eine halbe Stunde Pause macht, dann bekommt man die Arbeit von 3 Stunden in 2 Stunden erledigt. Of much better quality. Und von viel besserer Qualität. And you please teach that to the kids you will teach in your classes. Und bitte sagt das den Kindern, die ihr unterrichten werdet. In Harvard Business School, they call that an investment of time. In der Harvard Business-Schule nennen sie das eine Zeitinvestition. Half an hour of rest you make up with profit in the afternoon. Eine halbe Stunde Pause kann sich am Nachmittag auszahlen. Then you can handle the stress of inclusion. Und dann kann man den Stress mit der Inklusion besser bewältigen. Without going home at the end of the day feeling exhausted. Ohne dass man am Ende des Tages nach Hause geht und erschöpft ist. Okay, I have now spoken for 1 hour. Now is the time for interaction, questions. Jetzt habe ich 1 Stunde geredet und jetzt ist die Zeit für Interaktion, Fragen. Okay. Shoot. Did that make any sense? Yes, well, first of all, thank you. It's very interesting, but one question that I have is concerning Buddhism in general, because I think most of what you said was your personal perspective, and first of all, I think that's very good perspective, also what you said with the people first. Yeah. But is there, like the one things you said about the text of Buddha, Yeah. are there any other texts who might also, in the classic or in the general Buddhism, that also concern people with disabilities?
it's a general theme which runs throughout all forms of Buddhism. It's treating everybody with respect. They always say that compassion goes to all beings, without exception. Die Frage betrifft, die Frage geht darum, ob es denn im Buddhismus im Allgemeinen auch Aussagen dazu gibt, wie man mit Menschen mit Behinderungen umgehen kann, neben den persönlichen Erfahrungen, über die Ajahn Brahm jetzt berichtet hat. Und er sagt, es ist ein durchgängiges Thema, alle Menschen mit Mitgefühl zu behandeln, ohne jegliche Ausnahme. And the way I expand on that, everything which I've said is part of Buddhist scriptures. They're just interpreted for our modern world. Und alles, was ich gesagt habe, stammt aus den buddhistischen Schriften. Ich habe es angepasst an unsere heutige Welt. And one of those interpretations of compassion comes from personal experience with my father. Und eine Interpretation von Mitgefühl, die stammt aus einer persönlichen Erfahrung, die ich mit meinem Vater hatte. When I was only 13, my father picked me up from school in his old car, stopped halfway, and he gave me some advice. Als ich erst 13 Jahre war, hat mich mein Vater einmal mit seinem alten Auto von der Schule abgeholt und er hat auf halbem Weg angehalten und hat mir einen Rat gegeben. It's the best advice I've ever got from anyone. Das ist der beste Rat, den ich jemals von irgendjemandem bekommen habe. He said, son, whatever you do in your life, wherever you go, however you turn out, the door of my house will always be open to you. Und er sagte, Sohn, was immer du in deinem Leben tun wirst, wo du immer hingehen wirst, wo immer du landen wirst, die Tür meines Hauses wird immer offen für dich sein. I was only 13, a male. I didn't understand it. Ich war erst 13 und habe in dem Moment es noch nicht verstanden. I just knew it was important and remembered it. Ich wusste nur, dass es wichtig war und ich habe es behalten. Only later on, when I became a monk and I had time to reflect, did I realize what a beautiful thing that was said to me. Und erst später, als ich Mönch war und Zeit hatte, habe ich darüber nachgedacht und mir wurde erst dann klar, was es für eine wunderbare Sache war, die ich da bekommen hatte. Because what he said was not his house. He meant the door of his heart. Denn eigentlich hat er nicht sein Haus gemeint, sondern er meinte die Tür seines Herzens. He would be open to me, no matter what I ever did or how I turned out. I was his son, and he'd never take his love away from me. Diese Tür würde immer offen für mich sein. Ich war sein Sohn und er hat mich geliebt. Und was immer ich tun würde, seine Liebe würde er nie zurücknehmen. It was what we call in Buddhism unconditional, no strings attached love. Das nennen wir im Buddhismus bedingungslose Liebe. Es ist nicht an irgendetwas geknüpft. And that's my understanding of compassion. To say to anybody and everybody, especially the people in your class, no matter who they are, the best student, the worst student, the one who gives you the most trouble, the door of my heart is open to you, no matter who you are, no matter what you do, no matter how you behave or how you perform. My love is unconditional for you. The door of my heart is open to you. Down syndrome. Down syndrome people are so easy to love. They just respond. Whatever you give them, they give you back double. They're easy, they're great. Das ist mein Verständnis von Mitgefühl. Und wenn ihr mit euren Schülern umgeht, öffnet die Tür des Herzens für jeden, für alle, was immer sie tun, wie immer sie sind. Und bei Menschen mit Down-Syndrom ist es sehr leicht, die zu lieben. Was man denen gibt, das kommt doppelt zurück. So, they look a bit strange, act a bit different, they're so lovable. Sie sehen ein bisschen anders aus, sie sind ein bisschen verschieden, aber sie sind so liebenswert. Like the strange and different trees you see in different forests. So
so wie die seltsamen und verschiedenen Bäume, die man in den unterschiedlichen Wäldern sieht. So that's the sort of compassion which I learned in Buddhism. No matter who you are, what you do, you give unconditional kindness and love. Und das ist die Art von Mitgefühl, wie ich sie im Buddhismus gelernt habe. Wer immer du bist und was du tust, ich gebe diese bedingungslose Freundlichkeit und Liebe. So that also includes yourself. Aber das schließt auch uns selbst ein. So please, when you're in that class, don't forget yourself. Und bitte, wenn ihr in so einer Klasse seid, vergesst euch selbst nicht. Don't just be this great sacrificer. You give everything for the people in your class and you get burnt out yourself. Bitte seid nicht dieses Opfer, das alles gibt an die Leute in der Klasse, aber nichts für sich selber hat. Which is a big problem in the modern world. Everyone loves other people, they don't love themselves. Das ist ein großes Problem, wenn die Leute versuchen, andere zu lieben, aber lieben sich selbst nicht. So if you don't perform well, you make mistakes. That you are another beautiful tree in the forest. Well done for making mistakes. Und wenn ihr etwas nicht richtig macht und ihr macht Fehler, dann seid ihr einfach ein anderer wunderschöner Baum im Wald wegen dieser Fehler. If you are not the perfect teacher, well done. Wenn ihr nicht der perfekte Lehrer seid, sehr gut. Then all the other people in your class can relate to you. Dann können alle, die in eurer Klasse sind, auch mit euch eine gute Beziehung haben. So don't hide your mistakes in class. Admit them. Verbergt nicht eure Fehler in der Klasse, sondern gebt sie zu. You don't have to be perfect in life. Wir müssen nicht perfekt sein im You Leben. just be a bent cookie tree like everyone else. Einfach ein krummer Baum sein wie jeder andere auch. I don't know, is that what you were asking or did I go off track? Habt ihr eure Frage beantwortet? Yeah, Okay. with unconditional Yeah, compassion. yeah. Good. Maybe may I Yeah, sure. respond to this because it's also a topic I myself working on. It's the ambiguity, in the text when we have the Buddhist holy scriptures, which are somehow fixed, and you find passages in which are discriminating, whether it's gender discriminating or discriminating. I mean, people with some disability because of a certain cultural background at that time, or a certain attitude you find in the text, and how to deal with them if it's canonical. And I think, we cannot completely ignore that there are such kind of passages in the canon. And then, I got also the question from colleagues working on the Quran from the Islamic point of view. How do you deal with some parts in the text which don't support this basic principle attitude of the heads of the religions? Should I say it again? Ja. Also ich habe gesagt, ich arbeite in der Akademie der Weltreligionen und deswegen beschäftigt mich eigentlich ein ähnliches Thema wie diese Frage, die aufkam, also wie man in kanonischen Texten, die ja als fixiert gelten, also in sogenannten heiligen Texten, mit Passagen umgeht, die eben solch eine Einstellung, die vielleicht also genderdiskriminierend ist oder auch diskriminierend gegenüber Behinderten oder so, was man macht mit solchen Texten. Und ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Koran arbeiten, also aus der Sicht des Islam, dass es eben in all diesen Texten so eine Zweideutigkeit oder Widersprüchlichkeit, Ambiguität gibt. Und die Frage eben, weil man sie nicht einfach so beiseite schieben kann, weil es eben die heiligen Texte sind, was man dann mit solchen Stellen macht. Und das finde ich schon irgendwo auch spannend, die Frage zu überlegen, wie kann man damit umgehen. In all the studies I've done, I usually find those discriminatory passages are not original to Buddhism, or added mostly by monks after the time of the Buddha. Was ich gefunden habe bei meinen Studien, dass solche diskriminierenden Stellen keine ursprünglichen frühen Stellen sind, sondern die später meistens von Mönchen hinzugefügt wurden, nach der Zeit des Buddha. So that's the first thing, is find out what the original canon was. Und das ist eine wichtige Sache, dass man herausfindet, was war denn der ursprüngliche Kanon. When you find out, and it's not that hard these days to use all the techniques which were developed for finding out what the Christian Bible originally was.
using the same techniques, you can find out what was original Buddhism. Und das ist heutzutage gar nicht so schwierig. Es wurden Techniken entwickelt, um herauszufinden, was die ursprüngliche Fassung der christlichen Bibel war. Und mit den gleichen Techniken kann man eben auch die buddhistischen Texte untersuchen. For example, if you read, say, Goethe, and you compare that to Harry Potter, it's quite obvious which one was early, which one was late. Goethe. Ach, Goethe. Okay. Also wenn man zum Beispiel Goethe liest und Harry Potter, dann ist es relativ leicht herauszufinden, welches früher war und welches später. So you apply that to Buddhist texts, get back to what the Buddha actually taught. Und das kann man auch auf buddhistische Texte anwenden. Dann kann man sehen, was der Buddha tatsächlich gelehrt hat. And usually most of those difficulties vanish. Und normalerweise verschwinden dann diese schwierigen Stellen. And then when you get a passage which was original, and then you say, well, that's got to be interpreted in light of all the other passages on kindness and compassion and freedom which the Buddha taught. Und wenn man tatsächlich eine schwierige Stelle findet, die auch tatsächlich original ist, und dann muss man sie auch im Licht all der anderen Stellen betrachten, die mit Mitgefühl und so etwas verbunden sind, was der Buddha gelehrt hat. So if there is one or two passages there, remember all the other passages. And remember, as I said in the simile which I gave a long time ago, it was my famous simile of the two Bedricks in the war. Even the Buddha's allowed some Bedricks. He's also a little crooked. Es gibt vielleicht dann ein oder zwei Stellen tatsächlich, die noch zu den ursprünglichen Texten gehören. Und ich habe schon vor langer Zeit ein Gleichnis dafür gefunden. Das ist das Gleichnis mit den zwei schlechten Backsteinen. Und auch der Buddha hatte seine zwei schlechten Backsteine und seine krummen Stellen. That's the trouble where we think, our teacher is the most perfect. Das ist immer so ein Ding. Unser Lehrer ist der perfekteste. Yeah. The Prophet Muhammad is the most perfect. No, Jesus is the most perfect. No, Buddha is the most perfect. Der Prophet Mohammed ist der vollkommenste. Nein, Jesus ist der vollkommenste. Nein, der Buddha ist der vollkommenste. They do their best. They make a pretty good job. You give them a break. Sie haben alle ihr Bestes getan, haben einen guten Job gemacht und sie haben eine Pause verdient. I remember Voltaire, the French philosopher. He said, if God was the author of any book, he'd be the author of the human heart. Und Voltaire, ein französischer Philosoph, hat gesagt, wenn Gott ein Buch geschrieben hätte, dann hätte er das menschliche Herz geschrieben. Er wäre der Autor des menschlichen Herzens. So that's where you find the truth. Und da findet man die Wahrheit. And all the other books were just guidebooks, how to get there. Und alle anderen Bücher sind nur Führer, wie man da hinkommt. Just like if I came to Hamburg, I'd buy a guidebook, tourist guidebook to Hamburg, how to see the sights and where they are. Zum Beispiel, wenn ich nach Hamburg gehe, dann kaufe ich mir einen Stadtführer, einen so touristischen Führer, wie ich in Hamburg alle Sehenswürdigkeiten sehen kann. But the guidebook is not the sights. Und der Touristenführer ist nicht die Sehenswürdigkeit. So even the scriptures, they are called signposts. They are pointing to something. Und auch die Schriften sind Hinweisschilder, die auf die Dinge hinweisen. So it's just like the joke I say. Sometimes you may see the signpost to the toilet. Und ich mache manchmal einen Witz, wenn man zum Beispiel die Hinweisschilder für die Toiletten betrachtet. And some people don't know the difference between a signpost and the toilet, so they urinate on the signpost. Und wer nicht den Unterschied zwischen dem Hinweisschild und der Toilette kennt, der hingelt an das Hinweisschild. The signpost is pointing to where the toilet is. Just like here, just outside, you see the toilet. WC. I don't urinate on the door. That's not the WC. That is a sign. Go through the door, and there you will find all the holes. Also wenn man das Hinweisschild zur Toilette sieht, WC, dann findet man nicht auf das Schild, sondern das zeigt nur an, wo die Toilette ist. That's what scriptures are. They're signposts. Und dasselbe ist es mit Schriften. Die Schriften sind Hinweisschilder. Guidebooks.
that sort of answer the question? Is yeah, but I mean, It's always difficult to be asked still the have question by some- senior lunch. We still have some colleagues who say who question whether it's okay to use the historical critical method and whether it isn't disrespectful to the holy text to do this, to apply this method. You know, so difficult for me to answer. I myself, as a scholar trained in philology, I mean, I like to apply the historical critical method and don't see any problem for me to approach the text like this. The little anecdote which I will tell, which may explain that, is some years ago, American soldiers in Guantanamo Bay were accused of taking a copy of the Holy Quran and flushing it down the toilet. Okay, es wird nochmal darauf hingewiesen, dass manche Leute das in Frage stellen, ob man diese historisch-kritische Methode für sogenannte heilige Texte anwenden darf. Und Ajahn Brahm möchte ein Beispiel erzählen. Vor einigen Jahren wurden amerikanische Soldaten beschuldigt, sie hätten in Guantanamo Bay einen Koran genommen und ihn die Toilette hinuntergespült. There were riots throughout the world. Remember that? Maybe in Hamburg as well there were riots. The Islamic community just hated that. Es gab überall in der Welt Aufstände dagegen und die islamische Gemeinschaft hat sich darüber sehr aufgeregt. Even in Australia, it was front page news. Sogar in Australien war es auf der Titelseite der Zeitung. So that day I received a telephone call from a journalist Und an diesem Tag bekam ich einen Anruf von einem Journalisten. who was doing an article on this event. Und sie wollten einen Artikel über diesen Vorfall schreiben. He said he was phoning up the leaders of all the major religions in Australia and asking them the same question. And that was my turn. Und er sagte, er würde jetzt alle führenden Personen von verschiedenen Religionen in Australien anrufen und ihnen diese Frage stellen. Und jetzt wäre er eben dran. So they said to me, Ajahn Brahm, what would you do if someone took a Buddhist holy text and flushed it down your toilet? What would you do? Und er fragte Ajahn Brahm, was würden Sie machen, wenn jemand einen heiligen buddhistischen Text nähme und in Ihrer Toilette runterspülen würde? Was würden Sie machen? Without hesitation, I replied, Sir, if someone took a Buddhist holy book, flushed it down my toilet, the first thing I'd do was to call a plumber. Und das, was ich sagte, war, also wenn jemand ein heiliges buddhistisches Buch nähme und meine Toilette hinunterspülen würde, würde ich als allererstes den Klempner anrufen. I've got to use that toilet. Du musst auch die Toilette benutzen. I remember the journalist saying that's the first sensible answer I've got all day. Ja, das ist die erste vernünftige Antwort, die ich heute den ganzen Tag bekomme. But then I got serious. I said, Sir, you can flush as many Buddhist holy books and scriptures as you like down my toilet. Und dann wurde ich ernst und sagte, lieber Herr, Sie könnten so viele buddhistische heilige Bücher mein Klo hinunterspülen, wie Sie wollen. You can blow up as many Buddha statues. Sie könnten so viele buddhistische Statuen sprengen, wie Sie wollten. You can burn down hundreds of Buddhist temples and kill all the monks and nuns. Sie könnten hunderte buddhistische Tempel niederbrennen und alle Mönche und Nonnen töten. And if anyone does all of that, I still will never allow them to destroy Buddhism. Aber wenn jemand all das täte, würde ich ihm trotzdem nicht erlauben, den Buddhismus zu zerstören. I'll never allow anyone to take away my compassion, my forgiveness and my peace. Ich würde niemandem erlauben, mein Mitgefühl und meine Vergebung und meinen Frieden wegzunehmen. I made a difference between the container and the contents. Und ich machte einen Unterschied zwischen dem Behälter und dem Inhalt. These Buddha statues, they're not holy. It's what it symbolizes. It's contents. That's what's important. It's not the books. It's what's inside the books. What do they say? That's important. Buddha-Statuen sind nicht heilig, aber das, was sie symbolisieren, das ist der Inhalt, um den es geht. Und die Bücher sind auch nur Behälter. Und das, was der Inhalt ist, das ist das Heilige. The scriptures aren't important. What they say is. Die Schriften sind nicht das Wichtige, aber das, was sie sagen. So this is making a difference between containers and contents. So you can blow up a Buddha statue, but I'm not going to destroy Buddhism and fight a war against you for doing that. That is destroying Buddhism. So we know the difference between containers and contents. No, it answers the question. As a scholar, you're trying to find the contents. Containers not important. Wir
Unterschied zwischen dem Behälter und dem Inhalt. Eine Buddha-Statue zu sprengen ist nicht dasselbe wie den Buddhismus zu zerstören. Wenn man wegen der gesprengten Buddha-Statue einen Krieg anführt, das ist, dann wird der Buddhismus zerstört. However, most religions these days, they just worship the containers. Und in den meisten Religionen werden hauptsächlich die Behälter verehrt. They worship Jesus, but they don't even find out what Jesus actually taught. Sie verehren Jesus, aber sie finden nicht heraus, was Jesus tatsächlich gelehrt hat. And if they find out what he's taught, they don't practice it. So? Also, die sagen, die Lehre ist schön, aber sie praktizieren sie nicht. Same with many Buddhists as well. Und das gilt auch für viele Buddhisten. So that's where we have rituals, and we have people just following the rituals, but they never actually know the contents. Das ist so mit Ritualen. Viele Leute folgen den Ritualen, aber sie kennen eigentlich gar nicht den Inhalt. You ever seen Buddhists bowing before a Buddha statue? You know why they do that? So? They see Buddhists bowing before a Buddha statue. Ja, Do you know why they do that? Buddhisten verbeugen sich vor Buddha-Statuen. Warum? Weiß jemand, warum die das tun? It's to exercise the tummy muscles so you don't get fat. Sie trainieren die Bauchmuskeln, damit sie nicht fett werden. So if you're putting on weight, do some more bowing quick. Also wenn ihr jetzt hinlegt, dann What are verbeugen you sie looking at sich. me? Okay. Yeah, go on. I don't know if you explained that, but you said while you were a student, you were already Buddhist. Was there some incident or something that happened that you chose to be a Buddhist before choosing over Christianity, for example? Okay, Deutsche. Also, ich wollte nur fragen, wie es dazu gekommen ist, dass Herr Ajahn Brahm Buddhist geworden ist. It was when I was 16, I won my first school prize. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich den ersten Schulpreis gewonnen. It's supposed to be in maths. Und es war in Mathematik. I was asked to get a book on mathematics. Aber, And I was supposed to get a book on maths to be presented for my first school prize. und es wurde von mir erwartet, dass ich ein Mathematikbuch vorstelle bei dem ersten Schulpreis. I went to the bookshop, and those books on maths were so boring. I wasn't going to waste my first prize on a maths book, which a school should be giving me anyway. Und ich ging zum Buchladen und die Mathematikbücher waren so langweilig und ich wollte meinen ersten Preis nicht für ein solches Buch ausgeben, das ich sowieso für die Schule dann lesen musste. But instead, I knew that religions were important. But I only knew Christianity. So I went to the bookshop and got books on all the different major religions. Und ich wusste, dass Religionen etwas Wichtiges sind und die einzige, die ich kannte, war das Christentum. Also bin ich zum Buchladen gegangen und habe mir Bücher über alle verschiedenen Religionen gekauft. And read them all. Und habe sie alle gelesen. I read the Holy Quran. It was an English version, but get some idea of what it was. Ich habe den Heiligen Koran gelesen in einer englischen Ausgabe, aber ich hatte schon eine Vorstellung dann, um was es ging. And I read the Bhagavad Gita, the Hindu classic. Und ich habe die Bhagavad Gita gelesen, das klassische Hindu-Buch. And I read the Buddhist book. Und ich habe ein buddhistisches Buch gelesen. It's what we call these days, before you choose, you do market research. Market research. And see what's available. Ja, okay. Das heißt, so nennt man das heute, Marktforschung, bevor man eine Wahl trifft. Before you buy a car, you don't just buy a BMW because you're German. You know, you go and find out, maybe a Toyota is much better, or sort of a General Motors car. Find out what's available, what suits you. Genauso, wenn man ein Auto kauft. Man kauft nicht automatisch einen BMW, weil man Deutscher ist. Man kann auch mal einen Toyota ausprobieren, vielleicht ist der ja viel besser. Oder noch ein anderes Auto. Man macht sich einfach mal ein Bild, was es gibt. I can't understand why just because your parents were Christian, why you have to be Christian. Und ich habe nicht verstanden, warum man ausgerechnet Christ sein soll, nur weil die Eltern das sind. Just because your parents are Jewish, why do you have to be Jewish? Oder weil die Eltern Juden sind, warum muss man deshalb auch Jude sein? This is the 21st century. You have a choice. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben ja Wahl. So have a look, see what's available. Like in a supermarket, and take your choice. Wir können uns umschauen und einfach mal sehen, was es gibt. Und dann auswählen. So when I saw that, I prefer Buddhism.
Als ich das gesehen habe, dann habe ich den Buddhismus vorgezogen. That's the only reason why. Thank you. What time do we have to finish? It's just 20 to 10, so we've got a few more minutes. 5 minutes, yes. Okay. Time for one or two more questions. Yeah. How's the situation in your own monastery about people with disability, mentally and physically disability? This is where you give everybody a chance. So in other words, you let them come in first of all. And if it's practical and there's no problems, then they can stay. Okay, die Frage war, wie wir in Ihrem Kloster mit Behinderungen oder Menschen mit geistiger oder körperlichen Behinderungen umgegangen. Und die Antwort ist, wir lassen sie kommen und geben ihnen eine Chance. Und wenn es irgendwie praktisch machbar ist, dann können sie bleiben. So you don't prejudge them. Wir machen keine Vorverurteilung. You don't say, this guy's gay, he cannot be in a community with men. Wir sagen zum Beispiel nicht, dieser Mann ist schwul und er kann nicht in einer männlichen Gemeinschaft leben. Or you say, this guy's got schizophrenia, therefore he cannot come in. Oder der hier hat Schizophrenie, der kann nicht kommen. Our latest piece of inclusion, we have a man there, and he came to our monastery straight from prison. He was in prison for rape. Und das jüngste Beispiel, es gibt einen Mann, der zu unserem Kloster kam, direkt aus dem Gefängnis. Und dort hat er gesessen wegen Vergewaltigung. He's now a monk. Und jetzt ist er ein Mönch. Why not? Give him a chance. Warum nicht? Er soll seine Chance bekommen. Is that fair, do you think? Or do you think because he's raped him should be punished for life? Ja, ist das so richtig oder sollte er, weil er diese Vergewaltigung begangen hat, lebenslang bestraft werden? So inclusion, if you can live the life as a monk, you can be a monk. Inklusion bedeutet, wenn er ein Leben als Mönch führen kann, dann kann er auch ein Mönch sein. So we try and just make allowances to see if we can, they can adapt to us or we adapt to them. Wir versuchen einfach Möglichkeiten zu schaffen, ob er sich an uns anpassen kann und wir uns an ihn anpassen können. There's something which is very central to me personally. You have to have integrity. I can't talk like this in front of you. I don't practice the same in my own monastery. Für mich ist Integrität etwas ganz Wichtiges. Ich kann über solche Dinge nicht hier so sprechen in dieser Art, wenn ich es nicht in meinem Kloster auch selbst praktiziere. Otherwise, I'm a hypocrite. And I'm supposed to be given moral leadership. As I speak, so I should practice. Sonst bin ich ein Angeber und ich soll ja eine moralische Führungsperson sein. Und daher muss ich das, was ich sage, auch praktizieren. Otherwise, if you do the opposite, you say one thing and at home you practice something different, you'll be in psychological trauma. It's like a gay not coming out. It's like a person, who has secrets. There's always intense pressure in your head, if you haven't got integrity. Wenn man nicht integer ist und anders redet, als man handelt, dann ist es wie ein psychologisches Trauma, das man sich selber antut. Wie ein Schwuler, der das verheimlicht oder jemand, der irgendwie seine persönlichen Geheimnisse hat. So don't hide anything. Anything you think is a fault in you, you're just a beautiful tree, that's all. So tell everybody. Versucht nicht etwas zu verbergen. Alles, was vielleicht ein Fehler sein mag, ist okay. Es ist wie ein schöner Baum und man braucht nichts zu verbergen. And imagine when people accept it. You can tell, you may have been to jail before, and no one knows it. Tell people, be proud that I've been to jail. Or whatever, I think what I mean. When we stigmatize people, we hide that. It's not just the inclusion of people with mental health problems. It's people with what I call social health problems, with a history, maybe failures, maybe criminality, and they get discriminated against. Yeah, they did a crime, but they're not a criminal. They're a person who's done a crime. Give them a chance.
Ich sag das einfach zusammen. Ask again, I mean, I really appreciate this approach in your monastery in Australia. I'm just wondering, is it the same environment in traditional monasteries, or how do they deal with that? In tradition, I mean, when you have the ordination ceremony, usually there's a long list of hindrances, which are questioned whether you. Also ich würde gerne wissen, ich finde das sehr gut, dass er das so in Australien in seinem Kloster macht, aber die Tradition, aus der er kommt, ist ja in Thailand und ich wüsste gerne, wie das in Thailand gehandhabt wird, jetzt auf Isabel bezogen. Yeah. It's, again, going back to a story from the original Buddhism. The Buddha's chief disciple, Sariputra, his brother wanted to become a monk. Sariputra's brother wanted to become a monk. Als Antwort möchte ich gerne nochmal eine Geschichte aus den ursprünglichen Texten hier anbringen. Und zwar ein Bruder des Hauptschülers des Buddhas, Sariputra, wollte Mönch werden. And one of the requirements in Theravada, probably the same in Vajrayana, you have to have your parents' permission. Ja. Und eine Voraussetzung in der Theravada-Tradition, aber genau in der Vajrayana-Tradition, man benötigt die Zustimmung der Eltern. And Sariputra's mother hated Buddhism. Every time Sariputra went home to see his mum, she kept on saying, when are you going to get a proper job? When are you going to get married? Und Sariputras Mutter hasste den Buddhismus und jedes Mal, wenn er nach Hause kam, dann sagte sie, wann suchst du dir endlich eine ordentliche Arbeit und wann wirst du endlich heiraten? So he had trouble, he couldn't ordain as a monk. Und so hatte er ein Problem und konnte kein Mönch werden. So they asked the Buddha, what should we do? Und sie fragten den Buddha, was sollen wir da machen? Well, the Buddha said, well, has he got his elder brother's permission? Und der Buddha sagte, hat er denn die Erlaubnis seines älteren Bruders? Of course, I'm his elder brother. I'm Sariputra. I'm your chief disciple. Of course he's got my permission. Okay, then he can ordain. Und Sariputta sagte, ja, ich bin sein älterer Bruder. Ich bin ja ein Mönch und natürlich hat er meine Zustimmung. Und dann sagte der Buddha, dann kann er ordinieren. So what I get from Buddhism with all the rules, if there is any loophole at all, you exploit it to the max. Und das habe ich vom Buddhismus gelernt, bei allen Regeln, die es gibt, wenn es irgendwo eine Lücke gibt, und dann wird sich die aus zugunsten der Welt. And that's what we do. That's what I learned from the text of Vinaya. Und das habe ich dann auch von den Texten gelernt. Ich muss vielleicht auf Deutsch nochmal sagen, das war der Punkt, dass ich gesagt habe, es gibt so eine Liste mit Hindernissen, die abgefragt werden vor der Ordination, wo eben auch körperliche Hindernisse abgefragt werden, ob man die hat oder nicht. Und also wie man damit dann praktisch heute umgeht. Und das war sozusagen die Antwort darauf, weil in dieser Liste der Fragen kommt auch die Frage, ob man die Erlaubnis der Eltern hat. Und also man muss dann immer nach irgendwelchen Geschichten suchen in den Sutras, die das Gegenteil belegen. Also dass es Ausnahmen von den Regeln möglich sind. Yeah. The trouble is with religions, Buddhism and other religions, sometimes people make a virtue of being overly strict. Das ist das Problem mit den Religionen, genauso wie dem Buddhismus, genauso wie mit anderen, ist, dass manche Leute, sorry, I didn't understand just That's okay. Some religions, not just Buddhism, all religions or parts of religions, they make a virtue out of being overly strict. They think, we are the strictest, therefore we are the best. Die machen sozusagen eine Tugend daraus, dass man überstreng ist und nach dem Motto, wir sind die Strengsten und deswegen sind wir die Besten. Whereas really, we are the most compassionate. Now you are the best. Und wir sagen, wir sind am mitfühlendsten und daher sind wir die Besten. This is religion. This is supposed to be inspiring people. You're overly strict. Does that inspire anybody? Religion soll die Menschen inspirieren. Und wenn man übermäßig streng ist, wen inspiriert denn das? Doesn't inspire me anyway. Are you being strict now? Go on, you have to, otherwise you get a sack. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Sonst würden wir jetzt
muss nämlich aus Zeitgründen beenden. So, if there aren't any questions, then we end this, because in attendance there's going to be a seminar again. Okay. And we have this booklets. Maria, could you say Okay, yeah. something? Okay. Das ist ein Büchlein, das Ajahn Brahmani, 2 Texte von Ajahn Brahmani, der bei Ajahn Brahm im Kloster in Bolignana auch lebt, die er aus Vorträgen ursprünglich mal zu kleinen Texten umgearbeitet hat, und das hier ist eine deutsche Übersetzung davon, die der Verlag Bayerlein herausgebracht hat und die kostenlos verteilt wird. Und Isabel hat ein paar Exemplare davon, wenn euch das interessiert. Es geht um das abhängige Entstehen und die abhängige Befreiung. Das sind 2 sehr zentrale Themen in der buddhistischen Lehre, die, wie ich finde, sehr, sehr schön von dem Ajahn Brahmani jetzt dargestellt und erklärt werden. Sehr gut. Ja, danke.